Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Heute stellen wir uns gemeinsam die Frage, wie viel Garten braucht man eigentlich für eine gute Ernte? Anhand eines kleinen Stückchen hinter mir, das eigentlich gar nicht genutzt wurde. Hier ist ein Holzvorschlag. Wir brauchen überdeckten Platz. Aber hier ist so ein Zipfel von 6 Quadratmeter, also ziemlich klein. Was kann man alles da auf diesen 6 Quadratmeter ernten? Los geht's! Eine von vielen Lösungen ist die Pflanzen ranken lassen. Wir haben an der Wand die Rankhilfen für Bohnen und Kürbisse aufgestellt und was soll ich sagen, die ranken teilweise in 2,5 Meter Höhe und nehmen unten den Platz überhaupt nicht. Davor stehen die Tomaten, die werden auch hochwachsen, an den Stäben werde ich die anbinden. Unter den Tomaten wächst die Vogelmiere, die benutzen wir als Salat in der Küche und verschiedene Kräuter wie Basilikum, Tagetes und Rucola. Vor den Tomaten habe ich noch Schwarzwurzel ausgepflanzt. Das sind kleine Pflänzchen, also die werden dann ein anderes Standort bekommen später. Unter den Paprikapflanzen und Chilipflanzen wächst Franzosenkraut, außerdem Mangold und Kapuzinerkresse. Am Rande nochmal eine Zucchini-Pflanze, das ist eine rankende Sorte. Ich denke mal, da stelle ich auch Rankhilfen dazu. Unter den Kürbisblättern fühlt sich auch Sommerportulak sehr wohl. Die Samen übrigens habe ich in Griechenland am Straßenrand einfach gesammelt. Zwischen den Pflanzen lege ich eine dicke Mulchschicht aus. Da verwende ich tatsächlich alle Gartenabfälle, die wir haben. Die Tomaten an den Wänden sind noch ziemlich klein. Die werden aber die ganze Wand hochranken und dann so buschig sein, dass die Wände nicht mehr zu sehen sind. Darunter habe ich Basilikum eingepflanzt. Vor den Tomaten stehen Mangold- und Chilipflanzen. Die Tomaten nehmen überhaupt keinen Platz, den beiden Gemüsesorten. Das war ein tolles Gartenjahr und wir hatten eine große Ernte von unseren 6 Quadratmetern. Im November ist alles verwelkt und schon eingefroren. Die Gitterrankhilfen bleiben bis zum nächsten Jahr an den Wänden und die Tomatenstöcke entferne ich jetzt und stelle unters Dach. Die Pflanzenreste bleiben auf dem Boden liegen. Das ist die Mulchschicht fürs nächste Jahr. Das darf verrotten. Umgraben werde ich nicht. Wir graben unser Garten gar nicht mehr um. Die Bilder aus dem Sommer ist nicht die ganze Ernte gewesen. Im Frühjahr, so ungefähr im Februar, werde ich den Winterportulak hier einsetzen und ein paar Zwiebeln. Nach und nach werden Portulak und Zwiebeln verbraucht und Ende April werden die ersten Stangenbohnen eingesetzt und daneben die Kürbissamen. Die mehrjährigen Pflanzen wie Pfefferminz oder die Zitronenmelisse werden jetzt spät im Herbst zurückgeschnitten und werden dann ganzen Sommer und im Frühjahr einfach frisch geerntet. Ich trockne das für die Teemischungen und es ist eine ganze Menge, wenn man immer wieder zurückschneidet. Ende Mai kommen dann die vorgezogenen Tomaten, Chili- und Paprikapflanzen auch ins Beet. Die Mangoldpflanzen bleiben jetzt stehen, die rupfe ich gar nicht aus. Das ist die erste Ernte dann im März und April. Danach kommen natürlich die Pflanzen raus aus dem Beet, sonst gehen die in die Blüte und das nimmt viel zu viel Platz. Die dürfen an dem anderen Standort blühen. Hier ist es ein kleines Stückchen und sehr experimentell. Wenn man die Zwiebel
für immer in der Erde belässt, treibt sie zweimal im Jahr fürs Grüne und du hast immer wieder eine Ernte. Die unebenen Stellen gleiche ich mit Kompost aus. Das sind so ein paar Eimer jetzt. Einfach da, wo die Löcher sich gebildet haben. Als nächstes kommt eine Laubschicht drauf und schon ist die Arbeit getan. Also dieses Jahr brauchen wir hier nichts mehr machen. Die Laubschicht schützt den Boden vor der Erosion. Außerdem ist das eine tolle Nahrung für die Kompostwürmer, die überall bei uns im Garten sich verbreitet haben. Die Laubschicht wird in den nächsten 3 Monaten einfach verrotten und eine tolle Humusschicht bilden. Also fassen wir zusammen, was braucht man alles für eine kleine Fläche als Pflanzkonzept? Du brauchst die Rankhilfe, gut fruchtbare Erde und eine passende Pflanzenkombination. Mein Beispiel ist nicht ultimativ, sondern überleg dir mal ganz genau, was verwendest du in der Küche, welche Gerichte kocht ihr am liebsten und danach orientiert sich dein Pflanzkonzept. Hast du vielleicht Fragen oder schon bestehende Pflanzkonzepte und Ideen dazu? Schreib mir gerne in die Kommentare. Regelmäßig teile ich meine Experimente mit Pflanzen oder auch die Verarbeitung in der Küche. Die interessiert mich auch sehr. In der nächsten Saison werden wir zusammen das Stückchen bepflanzen und beobachten. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.